Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Bullet Journal Video. Mein Name ist Verena und ich bin Illustratorin. Der erste Monat des Jahres ist vorbei und wir kommen zum Februar. Der Februar ist ja bekanntlich der Monat mit dem Valentinstag. Letztes Jahr hatte ich ja den kompletten Monat um dieses Thema aufgebaut. Klar, es kann nie genug Liebe geben, aber dieses Jahr wollte ich das ein bisschen abschwächen. Zudem habe ich bei jemand anderem ein Layout gesehen, bei dem ich im ersten Augenblick gedacht hatte, dass das nicht für mich passt. Aber ich konnte es einfach nicht vergessen und habe es jetzt doch mal ausprobiert. Mal sehen, wie ich in diesem Monat damit klarkomme. Freut euch also auf ein bisschen anderes Layout. Gut, es ist nicht komplett anders, aber seht selbst. Die Titelseite ist diesmal komplett illustriert. Erst habe ich mit Fineliner die Outlines vorgezeichnet und anschließend wie immer mit Aquarell alles ausgemalt. Wie immer habe ich euch alle Materialien, die ich benutze, in der Infobox verlinkt. Und wenn euch das Video gefällt und ihr mich unterstützen wollt, dann gebt mir doch einen Daumen nach oben, abonniert meinen Kanal, um kein Video zu verpassen, oder schreibt mir was in die Kommentare. Darüber würde ich mich total freuen. Die Illustration erinnert an ein Memory Board und ein bisschen an einen Arbeitsplatz. So in der Art stelle ich mir meinen Arbeitsplatz jedenfalls manchmal vor. Eine Pflanze, Kaffee, ein bisschen Deko. Leider ist das in der Realität ein bisschen anders und ein bisschen unordentlicher. Ja, was soll man machen? Beim Schneiden des Videos ist mir aufgefallen, dass das Vorzeichnen sehr lange gedauert hat. Also lehnt euch zurück oder macht mit und genießt die Musik. Auf der nächsten Seite kommt der Kalender, in dem man ein paar Dinge eintragen kann, wie zum Beispiel Geburtstage,
Arzttermine oder auch Abgabetermine für Jobs. Es ist immer gut, so etwas auf einer Seite schön übersichtlich aufzulisten, damit man auch nichts vergisst. Also im Februar habe ich nicht so viele Geburtstage, an die ich denken muss, aber der Januar war sehr voll. Auf der gegenüberliegenden Seite kommen wie immer Einnahmen und Ausgaben. Und klar, es wird auch wieder ein bisschen dekoriert. Wie immer versuche ich das Thema im ganzen Monat beizubehalten. Auf der nächsten Seite kommt endlich der Teil, den ich anfangs schon ein bisschen angekündigt hatte. Ich habe also hinten aus dem Buch ein paar Seiten rausgeholt, damit diese auch gut in das Layout passen. Anschließend habe ich sie zugeschnitten und in den oberen Bereich geklebt. Dann habe ich die Wochen in Tage eingeteilt. Ganz hinten kommt nochmal der Kalender, damit ich eine ungefähre Übersicht habe. Unten kommen die Notizen und die To-Do-Liste, die natürlich für den kompletten Monat ist. Dann zeichne ich wieder ein bisschen Dekoration mit einem Fineliner. Wieder in eine Art Memo-Board und auch die Pflanze und die Kaffeetasse dürfen natürlich nicht fehlen. Also ich muss wirklich sagen, dass mir dieses Thema diesmal mega gut gefällt. Ich bin auch oft sehr kritisch und nicht so wirklich überzeugt, wie die Illustration am Ende aussehen wird. Aber diesmal freue ich mich richtig darauf, das Layout zu benutzen und ich bin total gespannt, wie mir das Design insgesamt gefällt. Dann mache ich das vielleicht öfter so.
Als letztes kommt natürlich wieder meine Dankbarkeitsliste. Auch diese wird wieder illustrativ mit ein paar Klammern an das Memo-Board gepinnt. Das Design ist echt cool. Und auf der gegenüberliegenden Seite kommt der Social-Media-Kalender. Den habe ich jetzt auch wieder in einem anderen Layout gezeichnet. Das Design hatte ich schon mal und ich dachte, ich benutze es erneut. Ich finde, dass es einfacher ist, die verschiedenen Aufgaben zu verteilen, wenn das Design in einer Listenform ist. Mal sehen, ob ich das Ende des Monats immer noch so finde. Als letztes gibt es wie immer noch eine Übersicht. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und hoffe sehr, dass euch das Video gefallen hat. Bis bald zu einem neuen Video.